Hallo und herzlich willkommen zum lang ersehnten Nintendo Switch Customization Video. Wie einige von euch bereits wissen, habe ich mir zum Release von Animal Crossing New Horizons die limitierte Animal Crossing Switch zugelegt. Zum einen, weil ich sehr nervös und meine Fear of Missing Out getriggert wurde, als ich gesehen habe, dass sie fast überall ausverkauft war. Und wie einige von euch wissen, bin ich ein Die-Hard Animal Crossing Fan. Die-Hard ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Zum anderen, weil ich so einen validen Grund hatte, meiner besten Freundin Nova meine alte Nintendo Switch zu schenken, damit wir gemeinsam Animal Crossing spielen können. Und weil meine beste Freundin nur das Beste vom Besten verdient, habe ich die Gelegenheit genutzt, um ordentlich aufzutischen und die Switch zu customizen. Und so lief das ganze Drama ab. Mein ursprünglicher Plan war es, die Switch mit einem Skin zu gestalten, weil ich mir alles andere nicht zugetraut habe. Skins sind quasi große, auf die Einzelteile der Switch zugeschnittenen Sticker, die man auf die Konsole klebt. Das klingt recht simpel, ist allerdings die Hölle, wenn man zwei unruhige Hände hat, so wie ich. Wenn du dich um 1 mm verschätzt, sieht der komplette Skin schief aus und das Gesamtbild wirkt in meinen Augen super unsauber. Hinzu kommt, dass man die ganze Zeit darauf achten muss, dass keine Staub oder Luftblasen unter der Folie landen. Ich habe bestimmt 2 Stunden gebraucht, um alles einigermaßen gut zu bekleben. Die Joy-Cons haben mir zwar absolute Kopfschmerzen bereitet, aber mein Plan war es die Switch mit noch mehr Stickern zu dekorieren, also war es mir in dem Moment egal. Als nächstes habe ich diese süßen My Melody Sticker gefunden und mir gedacht, dass sie perfekt zu dem pinken Vibe passen, für den ich gehen wollte. Ich habe also sämtliche Sticker genommen und auf die Switch geklebt. Und es 0,3 Sekunden, nachdem ich fertig war, bereut, weil es mir too much war. Ich habe dann noch mal eine Nacht drüber geschlafen, das Ergebnis sacken lassen und es immer noch gehasst, weil das Gesamtergebnis einfach absolut nicht meinen unrealistischen, perfektionistischen Standards entsprochen hat. Daher habe ich nach Alternativen gesucht und herausgefunden, dass man wohl recht einfach das Gehäuse der Switch und der Joy-Cons austauschen kann. Also habe ich mir ein Shell-Kit und Werkzeug bestellt, von dem ich dachte, dass es gut wäre, weil viele Rezensionen meinten, dass das in dem Shell-Kit beigelegte Werkzeug unbrauchbar sei und meinen kompletten Progress vernichtet. Zumindest den der Switch an sich. Ich hatte zuvor den Skin und die Sticker benutzt, um das Zubehör wie die Docking Station oder den Controller zu dekorieren, war dort aber mit den Ergebnissen zufrieden, deswegen habe ich das einfach beibehalten. Als nächstes habe ich das vom Hersteller empfohlene Tutorial angeschaut, wie man das Gehäuse austauscht und war bereit, dieses Schritt für Schritt zu befolgen, bis sich herausgestellt hat, dass auch das von mir extra bestellte Werkzeug absoluter Müll war. Wahrhaben wollte ich das natürlich erst, als ich sämtliche Schrauben der Rückseite der Switch komplett durchgedreht hatte.
Nachdem ich 2 Wutanfälle und 4 Mental Breakdowns hatte, beschloss ich, mich an die zuverlässigste Quelle für Hilfe zu wenden: Twitter. So wurde ich dann mit dem lieben Tillman verbunden, dem ich meine Situation geschildert habe. Er hat mir dann ein zur Abwechslung wirklich gutes Werkzeugkit empfohlen, welches ich direkt bestellt habe. Und er hat mir gesagt, ich soll erstmal versuchen, die Schrauben damit herauszudrehen. Nach kurzer Zeit kam das Werkzeug an und es hat sich angefühlt, als wäre ich in einem Videospiel vom Hardcore in den Easy Mode gewechselt. Die Schrauben ließen sich super einfach herausdrehen und das Auswechseln der Joy-Cons lief tatsächlich ziemlich problemlos. Die Backplate hingegen konnte ich aus eigener Kraft nicht lösen. Also habe ich Tillman geupdatet, er hat mir angeboten, dass ich ihm die Switch einfach mal zuschicke und er schaut, was er tun kann. Also bin ich zum nächstbesten Späti gerannt, der auch im Paketshop war, hab's abgeschickt und gewartet. Aufgrund des Coronavirus hat sich der ganze Prozess sehr in die Länge gezogen und warten hat sich noch nie so lange angefühlt. Nach gut einer Woche kam die Switch dann bei Tillman an und er hat sich direkt dran gemacht, die Schrauben aus der Backplate zu bekommen. Mit Erfolg. Die Platte musste zwar aufgebrochen und die Schrauben quasi herausgezogen werden, aber da die Platte eh nie wieder das Tageslicht erblicken sollte, war das zu verkraften. Tillman hat dann eine Ersatzplatte aufgesteckt und die Switch direkt zurückgeschickt, was dann nochmal über eine Woche gedauert hat. Als die Switch dann wieder bei mir ankam, konnte ich dem ganzen Drama endlich ein Ende setzen und habe fast Freudentränen geweint, als ich die Backplate eingesetzt und festgeschraubt habe. Anschließend habe ich süße Buttoncaps angebracht, die den ganzen Look in meinen Augen nochmal abgerundet haben, getestet, ob die Switch auch wirklich reibungslos funktioniert, was sie zum Glück tat. Und das war dann das Endergebnis. Ich war und bin wahnsinnig zufrieden mit dem Resultat. Ich bin tatsächlich am Überlegen, mir selbst nochmal ein paar Joy-Cons zu holen, um diese dann auszutauschen. Aber was ich davon halte, ist am Ende des Tages nicht annähernd so wichtig wie das, was Nova davon hält. Ich war super sad, dass ich nicht bei ihr sein konnte, als sie die Switch ausgepackt hat, da sie in Hamburg wohnt und ich in Berlin und die Kontaktsperre zu dem Zeitpunkt auf Hochtouren lieb. Aber zum Glück ist Nova Streamerin, weswegen ich ihre Reaktion trotzdem live sehen konnte. Honestly, könnt ihr euch das mal bitte anschauen? Wie süß die ist. Alter. Alter. Und von hinten ist sie auch komplett pink. Die ist so schön. Was ist denn das für ein Baby? Und sogar selbst diese Knöpfe hier. Tamina, you outdid yourself. Guck mal, Bro. Es ist so süß. Und damit wären wir am Ende angekommen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht sogar dazu motiviert, eure eigene Switch umzugestalten, denn wenn ein Vollidiot wie ich das schaffen kann, schafft es jeder, solange man das richtige Werkzeug hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das sein wird.